wurde neulich irgendwie so gefragt, ja, du siehst irgendwie nicht so aus wie ein Moslem. Ich so, okay. So, wie, okay, so, wie sieht ein Moslem für dich aus? So. Und dann kam halt so voll viel. Und dann musste ich halt nochmal fragen, okay, warum ist das so? So, warum denkst du, ist das die Realität? Das Interessanteste an mir ist mein Heritage und ich denke mir so, ja, es ist ganz interessant, aber es ist nicht das Interessanteste. Ich kann da nichts für. There's so much more about me. Es gibt so viel mehr, was zuerst kommt und dann kommt irgendwie mein Heritage als etwas, worauf ich stolz bin, was ich lebe, aber was nur einen Bruchteil meiner Existenz und meiner Identität ausmacht. Ich denke mal, dass man in einer perfekten Welt, dass man das mit Migrationshintergrund, dass es dieses Wort eigentlich gar nicht mal in dem Sinne gibt, wie wir es heute verstehen oder kennen, sondern dass man halt wirklich sagt, es ist im Grunde mit welcher Kultur bist du im Grunde aufgewachsen und lass uns diese Kultur einfach mal verstehen, teilen und einfach leben. Many times I do try to disconnect from my background and from the person I am. People have so many, like I said, preconceptions about Syria and Syrian people that I don't stand behind. But in many ways, I can't disregard the fact that my heritage is in my blood. And I try to show it the best way possible. Man sollte sich nicht rechtfertigen für das, was man ist. In einer perfekten Welt würde mein Background auf jeden Fall eine komplexere Rolle spielen, so wie quasi mein Background Syrien auch einfach komplex ist und nicht einfach nur vereinfacht als Bild mit Wüste, Bazar, nur Gewürze, nur Krieg. My culture has allowed me to tell my story. It's a tool, and it's something that I can dive in and understand myself better or my journey better, where I came from and the things I was taught, the choices I made, and what really drove me in life. Wenn Leute sich viel mehr darauf fokussieren würden, was sind unsere Gemeinsamkeiten, dann wäre man einen Schritt näher an einer besseren Welt. Wenn man über Syrien beispielsweise redet, so, dann nicht nur sozusagen das, was man meint, darüber zu wissen, sondern sich tiefergründig damit zu beschäftigen. Das müsste sich halt quasi ändern, um diese Bilder und diese Fantasien, die man halt irgendwie hat, dass man unter Orientalismus quasi zusammenfasst, dass man das halt eben dekonstruiert und hinterfragt. Wenn du halt mit einem offenen Mindset halt auf andere Leute gehst, auch wenn die eine komplett andere Meinung haben, aber du versuchst wenigstens das aus deren Perspektive zu sehen, weil nicht jeder Mensch gleich lebt. I think education is everything, and I think the sooner you educate the baby, the person, the kid, to break these definitions and break these stereotypes and just like by how seeing people and looking at the person in front of you, I think it will do everything. I really feel education is everything. Setzt euch damit doch einfach auseinander, setzt euch mit der Geschichte auseinander, setzt euch mit den Fragen auseinander, so von Krieg, von Verfolgung, von Abkommen und so weiter, die halt irgendwie getroffen wurden, dass diese Menschen heute da sind. So. Man denkt halt immer so, das ist deren Geschichte so und damit muss ich mich nicht auseinandersetzen, aber so Waffenhandel, Kriege und so weiter sind halt auch Teil deutscher Geschichte. So. Und das würde ich mir halt wünschen, dass halt irgendwie mehr Auseinandersetzung damit auch stattfindet. Hybridität war schon immer Normalität und sie wird immer normaler. Und ich hoffe, dass es irgendwann so normal ist und wir das auch diese Normalität anerkennen, dass wir andere Menschen nicht mehr darauf reduzieren. Normalize Hybridity. So. By representing myself, I try to portray it and like what I stand for, which is basically love, equality and respect. Ich setze einfach nur Fragen an, um Menschen
zum Reflektieren anzuregen. Dialog führen auf Augenhöhe ist das Wichtigste, um zusammenkommen zu können und um Meinungen austauschen zu können, ohne dass es gleich zum Streit wird. Weil wenn man aufklärt, ist es wie, als ob man direkt zwei Fronten hat, also ob man direkt einen negativen Diskurs führen will und auf einen Streit hinaus ist. Ich freue mich sehr, dass meine eigentliche Jobbeschreibung halt wirklich ist Musik- und Gastrojournalismus. Und ich nicht die ganze Zeit irgendwie mein Heritage erklären muss. Dann mache ich das aber über den Weg, in dem ich über Musik schreibe, über den Weg, in dem ich über Popkultur schreibe, über den Weg, in dem ich über Restaurants schreibe, die halt irgendwie Essen aus anderen Teilen der Welt kochen. Wenn man so seine ganze Energie die ganze Zeit drin investiert, anderen Leuten versuchen, eine andere Sicht zu zeigen, muss man sich da auch bewusst sein, dass man irgendwann ein Limit hat. Sonst trägt man so eine Frust in sich für viel zu lange, just because other people can't read and educate themselves and understand other people. Ich finde, ja, es ist wichtig, dass man immer Dialog führt, aber man muss sich auch bewusst sein, dass man nicht alles geben muss oder kann, weil das wäre endlos. Ich mache mir gerne die Mühe, weil ich gerne versuchen will, Leute auch irgendwo in eine andere und eine bessere Richtung zu führen. Und deswegen ist es für mich kein anstrengender Effort so, sondern das ist für mich einfach in Ordnung so. Ist jetzt auch nicht so, dass ich mit meinen Wahlplakaten komme oder sonst irgendwas, sondern man hat was Zwischenmenschliches und man versucht, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Ja. Es ist natürlich in der Verantwortung von jeder einzelnen Person zu entscheiden, will ich darüber erzählen, will ich darüber berichten, will ich Leute educaten oder nicht. Aber es gibt keine Pflicht dazu. Es gibt keine Pflicht dazu, Menschen aufzuklären, sondern es gibt eine eigene Pflicht dazu, sich selbst aufzuklären und sich selbst zu informieren.